Hi Leute, hier ist das Superknips 64 Radio. Ich habe den Ferritkern hier geklebt. Glaube, da kann man sehen. Ich habe den mit Pateks Power Glue geklebt. Bei Sekundenkleber, dann bricht der wieder. Sekundenkleber ist zu blöchig, also mit Patex. Das hält einigermaßen. Habe dann die Spule wieder draufgeschoben. Das Wachs, mit der die Spule befestigt wurde, das habe ich am besten wegbekommen, indem ich den Ferritkern mit dem Feuerzeug leicht angewärmt habe. Dann den Drehkondensator, der hatte hier am Ende einen Schluss. Da habe ich die Blechlein minimal auseinandergebogen, dass die wieder werden. Das Radio selbst habe ich 2 Tage am Labornetzteil gehabt und die Spannung von 3 Volt auf 6 Volt langsam hochgedreht, wobei hier das rote Kabel Minus ist und das schwarze ist Plus. Da muss man aufpassen, das rote Minus, das schwarze Plus. Es ist etwas von den Farben genau umgekehrt verkabelt worden. Die gemeinen Transistoren sind noch ganz okay und die Ökos, die haben scheinbar sehr an Kapazität verloren. So, dann würde ich sagen, man hört schon was, aber die ZF schwingt. Das deutet auf Ökos hin, auf Ökos der AGC-Regelung, dass die nicht mehr gut sind. Das Radio ist ja von höchstens 1964. Das heißt, die Ökos sind schon über 50 Jahre alt. Aber interessant ist der Luftdrehkondensator. Sowas ist echt interessant. Aber er macht keinen Kurzschluss mehr. Das würde man hören. Als Knacken. Er hatte hier einen Kurzschluss. Jetzt hat er keinen mehr. Aber hier hört man hört die schwingende ZF. Ja, am Tag, das ist mittlerweile nicht verlässt. Das ist die Kamera. Ja, das ist die Kamera. Ein Mittelwellenzender haben wir die Kamera hier. Die Kamera sendet auf Mittelwelle. Ja. Das ist die Kamera, also der Empfänger ist sehr empfindlich. Im unteren Bereich schwingt die ZF auch nicht. Hier. Da mal den Sender wieder. Aber hier schwingt die ZF. Ich denke, man kann es hören. Hin und her drehen. Eine schwingende ZF. Ich denke, der ein oder andere Öko ist an dem noch schlecht. Aber lass ich mal so, wie es ist, erstmal. So sieht das Radio verpackt aus. In der Tragehülle, die hier gerissen ist, aber ich habe hier Lautstärke. Und hier Sendereinstellung. Und hier die Markierungen. Eine Markierung hier und eine Markierung hier. Die sind dazu da. In den USA soll man sich auf die Frequenzen begeben, falls ein Atomkrieg ausbricht, werden darüber Informationen gesendet auf den Frequenzen. Gut, wir haben einen Tag. Da ist auch mittlerweile nicht viel zu empfangen. Aber das Radio ist empfindlich genug. Ja. Das ist unsere Kamera wieder. Die Kamera empfängt der da.
Jetzt zu diesem Radio, das habe ich auch formiert. Also ich hatte es am Labornetzteil dran und habe auch innerhalb von 2 Tagen die Spannung ganz langsam bis auf 9 Volt aufgedreht. Und man hört einen Tak-Tak, kann die Lautstärke aufdrehen, aber es ist nichts zu hören. Ich habe gecheckt, ob der Lokaloszillator schwingt mit dem Oszilloskop und der schwingt. Gut, jetzt habe ich hier noch eine Schaltung angeschlossen, so wie ich es beim Rexina Radio gemacht habe. So einen Audioverstärker. Es brummt leicht, wenn ich hier anfasse, da habe ich die Lautsprecherbox dran. Lautsprecherbox, Audioverstärker mit LM386. Ganz einfache Schaltung, also Standard Audioverstärker-Schaltung. Und mit dem hier kann ich jetzt den Radio abtasten. Und da kann ich mal schauen. Wir haben mehrere Filter. Ich bin jetzt auf FM. Und ich kann jetzt mal gucken, also der FM-Lokaloszillator schwingt, das habe ich schon gecheckt. Der AM-Lokaloszillator wird durch den Transistor versorgt, der FM durch, ich glaube durch die oder den. Bin mir jetzt nicht sicher, ich habe leider keinen Schaltplan zu dem Radio. Dann haben wir hier eine Germaniumdiode, aber ich glaube nicht, dass es die Demodulationsdiode ist. Dann ist hier eine Germaniumdiode und hier noch eine und hier noch eine. Jetzt kann ich mal schauen, wo ist das Audiosignal eigentlich. Da messe ich nichts, da auch nichts. Auch nichts, dann hier. Ah, da empfange ich was. Wenn ich Kontakt habe. Ah. Diese Diode ist also ein Audiosignal. Da ist ein FM-Audiosignal. Und an der Diode hier auch, das sind die 2 für FM wohl. Ah, B5 aktuell. Da kann ich mal schauen, wo geht denn das hin? Das geht irgendwie darum. Medaille gewonnen. Bei 4 Schießeinlagen machte ich. Ah, das ist aber laut. Also ist ein Audiosignal schon mal da. Als erster fuhr der Franzose Martin Fourcade. Ein Audiosignal ist schon mal da. Dann hier auf den Transistor. Ich da auf die Basis gehe. Dann mal laut machen. Ich glaube, der hat auch Audioverstärkung. Nur kommt kein Audiosignal an. Mal schauen. Sechste, Franziska Hildebrand Land. Da ist das Audiosignal. Und nach dem Alko. Da kommt nichts durch den Alko durch. Ganz leise. Ganz leise. Und vor dem Alko? Vor dem Alko mal. Er geht davon aus, dass Merkel in den kommenden Jahren auch die Weichen für ihre eigene Nachfolge stellen wird. Seiner Meinung nach sind alle Ministerpräsidenten vor dem Alko sehr lautes Audio und nach dem, also durch den Verstärker. Und nach dem Alko kommt irgendwie nichts mehr raus. Das heißt, die Alko ist kaputt. Und das ist ein, glaube ich, ein 10 μF. Ja, 10 μF 6 Volt. Und hier haben wir einen 0,5 μF 6 Volt. Wollen wir mal genau gucken. 0,5 μF 6 Volt und das ATP. ATP-Alkos ist ATP nicht eine Autoteileherstellerfirma oder eine Autoteilevertriebsfirma. Auf jeden Fall ist dieser Alko, der längste 10 μF, kaputt. Das bedeutet für mich, ich darf das Radio zerlegen. An den Transistor. Da kommt aus den Lautsprecher ein Rascheln raus. Das ist wohl die Basis.
Kollektor nichts. Emitter nichts, aber Basis kommt dann Rauschen. Ah. Okay, warte, wenn ich die beiden mit dem Schraubendreher verbinde. Ah. Das Audio ist schon mal da. So kann man schon mal checken. Also das Audio, der Transistor funktioniert. Der verstärkt das Audio auf den. Der steuert die beiden Gegentakt an. Der geht da drauf. Da geht noch eine Rückkopplung zurück. Also eine Gegenkopplung zurück. Vom Audiotransistor vom Ende. Eine Gegenkopplung zurück zur Endstufe. Und hier über die andere gelbe Leitung, hier kommt das Audiosignal. Und da haben wir so einen Transistor. Von den Transistoren sind viele kaputt. Das sind eine der ersten Lithium-Transistoren, die sind oben so vergossen. Die gehen gerne mal kaputt. Aber der scheint in dem Radio heil zu sein. Weil wir haben hier ein kräftiges Audiosignal da. Für mich bedeutet das, die ganze Platine muss raus, dass ich den Akku tauschen kann. Und wenn ich schon mal beim Akku tauschen bin, sollte ich nicht nur den tauschen, sondern den auch und die anderen auch. Das heißt, die zwei Schrauben rausgeschraubt, die sind hier und hier. Und das ganze Chassis mal rausnehmen und umdrehen. Zum Glück muss ich den Seilzug nicht aushängen. Zum Glück. Hier. Jetzt komme ich auf die Lötseite ran auf ich. Und ich muss die beiden Akkus tauschen. Komme ich daran zum Löten, ohne das unterzubauen? Ja, ich komme daran zum Löten. Den Akku tauschen und den anderen. Also, ich muss hier löten, die zwei und hier löten, um die Akkus zu tauschen. Da komme ich hin, ohne das abbauen zu müssen. Jo, da komme ich gerade hin. Man kommt mit der Not kommt man da gerade so hin zum Löten. Wenn man unter den Rad löten muss, das wäre blöd. Und hier unter den Radakkus. Glaube nicht. Ne, unter dem Rad haben wir keine Akkus. Gut. Da kann ich mich jetzt mal dran machen, die 10 μF und die 0,5 μF Akkus zu tauschen. So, ich habe jetzt die beiden Akkus ausgewechselt durch andere Akkus. Andere Akkus, gleiche Kapazität, die haben höhere Spannungsfestigkeit. Ordnete Parteivize Ralf Stegner den Genossen mehr Disziplin. Doch nach dem Zug von Martin Schulz sprechen alle nur noch über den oder die. Wo gibt es hier übernommen? Ex-Parteichef und noch auf irgendwie hat inzwischen über sein Umfeld, das ihm die... Vielleicht ist es der Zuschauer, also ja, abwechslungsreicher geht's fast. Merkel und US-Präsident Trump. Das ganze UKW-Band schaut wieder aus wie gespreizt und extra breit. Heute wurde bekannt, dass die Maschine einen Sicherheitscheck durchlief. Aufklärung bringen vielleicht. Aber scheint zu funktionieren jetzt mit den neuen Akkus. So, die anderen Akkus noch tauschen. So, den 10 μF Akku habe ich mal getestet und der wird als 78 PF erkannt. 78 PF, obwohl der 10 μF, 10 μ V6 Volt haben soll. 78 PF, das ist echt wenig. Nochmal. 81 PF. Mann, im PF-Bereich ist der. Dann den 0,5 μF Akku. Den mal checken. Der lässt sich gar nicht messen. Mal nochmal richtig rein. 0,5 μF soll der haben. Ja, die hat überhaupt nichts. Das heißt, die Akkus sind dann komplett ausgetrocknet. Ich kann den auch mal hier reinsetzen. 0,5 μ. Der wird gar nicht gemessen. Die 0,5 μF hat gar nichts. Und der 10 μF, der 10 μF haben sollte, mal schauen, ups, den bringe ich so nicht rein. Ne, den muss ich anders messen. Den muss ich da reinstecken. 10
10 mF sollte er haben und er hat 82 pf. Okay. Dann mal die anderen Akkus aus dem Radio auslöten. Ich denke, die sind auch kaputt. So, okay, ich habe jetzt alle Akkus gewechselt. Der eine Akku war ein bisschen heikel, da habe ich messen müssen, was für eine Polarität der hat. Weil der hier echt, der Original-Akku, keine Polarität angegeben hat. Überhaupt keine. Und der Pin war fies zum Auslöten. Der ist hier angelötet, geht dann über die Platine weiter, macht die Brücke und noch eine andere Stelle. Die Brücke, die habe ich da eingefügt durch eine extra Drahtbrücke jetzt. Ja, und auf den Akku, da steht überhaupt nichts drauf. Da weiß ich nicht, was für einen Wert der hat. Der hat so eine Folie rum, aber eine Klarsichtfolie. Und im Bauteiltester, wenn ich ihn messen tue, da zeigt der an 114 μF, 3,5 Ohm. Ich habe jetzt mal 100 μF eingelötet, weil ich denke, dass 100 μF am nächsten kommt. Und den pole richte ich zur Spannung. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Akkus, die ich bei dem Radio gewechselt habe. Ich werde die alle mal nochmal messen. Fangen wir beim ersten 10 μF Akku an. 10 μF hat der, 10 Mikrofarad. Erst mal reinbekommen im Bauteiltester. 10 μF soll der haben. Mal schauen, wie viel der erste hat. Der hat 24,91 Megaohm ein Widerstand. 24,91 Megaohm, der hat gar keine Kapazität mehr. Nochmal testen. Die Akkus sind formiert. Ja, 80 πf, 24 Megaohm. Okay. Das ist also ein 10 μF. Hat 80 πf. Dann der zweite, auch ein 10 μF. Ups, hier 10 Mikrofarad. Mal schauen, wie viel der noch hat. Der zweite 10 Mikrofarad. Der hat 18,25 μF, die war sogar noch okay, aber 12% Verluste ist schon viel. Okay, der Wert ist sogar noch Kapazität. Dann der dritte, über 0,5 Mikrofarad. 0,5 μF. Den mal rein, mal testen. 0,5 Mikrofarad soll der haben. Der hat gar nichts. Ja, richtig drin ist er. 0,5 μF, den kann er nicht messen, der ist auch endgültig kaputt. Der nächste 0,5 μF, halbes μF, das Ding auch unbekannt. Den 0,5er kann er auch nicht messen, der ist auch offen. Okay. Der nächste ein 10 μF, 10 Mikrofarad. Der hat 10 Mikrofarad soll er haben, 19,3 Mikrofarad hat er, aber 11% Verlust. Okay, der hat aber noch Kapazität. Der nächste, der hat 50 μF, 10 Volt. Mal schauen, ob der 50 μF hat. 243 πf hat der. Nochmal. 244 πf. Der ist gewaltig komplett ausgetrocknet. 50 μF soll er haben, 244 πf hat er. Der nächste ein 0,5 μF. Ja, die Akkus sind irgendwie fast alle vertrocknet. Die hat 2 μF, also 2041 NF, 2 μF irgendwie. Der ist viel zu hoch. 0,5 soll er haben. 2000 NF, also 2 Mikrofarad hat der. Ja, 2 Mikrofarad, der hat 4-mal so viel. Ja, die hat 4-mal so viel, als er eigentlich haben soll. 0,5 μF. 2032 NF, die sind 2 μF. Die hat viel zu viel. Also die hat viel zu viel. Und auch 14% Verluste, viel zu viel Verluste. Also 3 haben noch ein bisschen Kapazität. Und die 4 haben keine Kapazität mehr. Und der hier hat wohl noch Kapazität. Aber wieso ist der umgepolt?
hat nichts draufstehen. Der scheint noch Kapazität zu haben. Und 114 μF 3%, die wäre sogar noch gut. Okay, dann haben wir 4 Akkus, die vielleicht noch gut wären und 4, die man total weghauen kann in dem Radio. Form ist dieser denn ohne Frage So, bedeutend. das war der Funk. In unglaublich guter Form. Also natürlich wird er nicht die Geschichte auf den Kopf stellen oder irgendwas Neues erfinden, aber das, was er kann, für das, was er steht, für diese unglaublich zeitgemäßes Gewand gebracht. Uli Hufen über Ivan Turgenev, Väter Es ist sehr breit aus auf dem FM. Russischen von Gana Maria. Ja, dieses Sex mit jedem. Oder liegt das, nee, AFC hat das nicht, oder? Oder doch, AFC hat das hat AFC. Hat AFC auf FM. Ah. Daher wirkt das so breit. Ich schaue Olympia echt gerne, muss ich sagen. Vor allen Dingen, ich finde Biathlon total interessant. Ich bin echt Die Liebe und der Henker Eine große Zukunft haben könnten. Okay. Auf FM funktioniert es, dann auf AM. Mal auf AM umschalten. Auf AM. Gut, mir fällt die Batterie raus. Ich glaube, das schwingt das. Ne, das ist das 455 Kilohertz. Mal ausschalten. Und schwingt die ZF auch nicht, wenn ich keinen 455 Kilohertz Träger habe. Mittlerweile tagsüber ist nicht so toll. Aber sie funktioniert. So schaut es jetzt in der Helle aus. Und das Superknips, das spielt auch. Auch sehr breit. Okay.